I have a comment. Wahrscheinlich nicht. Hat jemand Fragen oder Kommentare dazu? See, you learn a lot when you walk with people. Ja, wir lernen eine Menge, wenn wir zusammen reden. You learned a lot, didn't you? Elisabeth, yes. Wie schaffen wir das in unserer Zeit heute, 8 Kilometer jeden Tag zu gehen? Aha. Bei der vielen Arbeit. Also ins Englische musst du besser übersetzen, ja? Vom Deutschen ins Englische. Also gut, ich wiederhole nochmal die Frage. Sie fragt, wie ist es möglich, heutzutage noch 8 Kilometer, wenn man keine Zeit hat, jeden Tag 8 Kilometer zu laufen? Wie sie das macht, ja. He translate in English. She's asking, how can you make it to walk 8 kilometers a day? That's 5 miles? You do not have time. You don't have time? What do you do with 24 hours a day? Was machst du mit 24 Stunden am Tag? Ja, sie will wissen, wie du das machst. You walk 8 kilometers a day. Now they come straight to yourself. Well, let me tell you how. Also ich will dir sagen, wie. Before I get my day started, Bevor ich meinen Tag anfange, I go to the track and I walk at least 2 to 3 hours in the morning. dann laufe ich morgens mindestens 2 oder 3 Stunden. 2, 3 Stunden. Jeden Morgen, Two to bevor three. sie arbeitet. I mean, it's 2 to 3 miles. Sorry, I said hours. 2 to 3 miles. Entschuldige, sie hat sich versprochen, 2 oder 3 Meilen. Jeden Das Morgen. ist fast 5 Kilometer. Ja. And when my husband gets home, Und wenn mein Mann aufsteht, ja, oder Nee, zu Hause. my wenn man, er nach my Hause kommt. husband, Ja. In German ist Mann. we walk another 3 to 4 miles Dann laufen wir zusammen nochmal 3 bis 4 Meilen. together. Zusammen. So you can do it. So, du kannst es tun. Horst, da ist eine Aufgabe für dich. People say, well, I've got to work. Die Menschen sagen, du hast doch zu arbeiten. I have to work, Ja, ich habe zu arbeiten. but I still do it. Aber ich mache es trotzdem. Once again, it's a responsibility that we have got to decide how to best do it for us. Ja. Es ist eine Verantwortung, dass wir das entscheiden. Das ist das Beste für mich und dann tun wir es auch. I walked with these 3 ladies at lunchtime for 1.5 hours, Ich bin mit diesen 3 Damen hier Probably anderthalb six- Stunden gelaufen. probably 6 miles, 2 Ungefähr 6 miles, Meilen. 2 miles every 30 minutes, 6 miles. Ja, ungefähr 6 Meilen sind wir gelaufen. Darf ich was dazu sagen? I will tell it in English. It's maybe easier. I'm always in hurry when I have to go to appointments, and then I don't have a car, so I bicycle. Every time when I arrive on the appointment, then I feel a little bit tired, but extremely happy, fit. Ja. So it's a very rare situation to come always on the little time for an appointment, but I have my exercise. Otherwise, I won't do that exercise. So now my mind has changed, and I have thought it over, and come to the point that I will have more exercise when I not have to do it. Right. And that was what I wanted to say. I'm young, okay. That's a difference between other people. But the point is that I have learned to make more exercise, or was it in too little time? And it can be a part of your regular day. Yeah. Ja, ich war jetzt ein bisschen durcheinander. Soll ich Ja, übersetzt du das mal kurz, habe ich nicht ganz mitgekommen. Es geht darum, dass er Termine hat und da auf dem auf der Fahrrad dahin geht. Like dann ist like man the mehr oder gardening. weniger verpflichtet, um zu üben. Aber er sagt, jetzt wo ich das nicht mehr so habe, mache ich das trotzdem. Ja? Ja. So sieht es doch aus. Wann wir es müssen, dann tun wir es vielleicht. Aber warum sollen wir es nicht einfach tun, weil es so gut ist für unsere Gesundheit? Das ist eigentlich, was ich sage. Und das
wenn man dann die Kraftakt gehabt habe, fühlt man sich ganz And you lebendig. feel better when you have done exercise. You feel better because physically Yeah. your body produces chemicals that gives you this peace of mind, this exuberance. Ja, ja. Das kann- Also das ist physikalisch so, dass wenn du läufst und Bewegung hast, dann schüttet dein Körper bestimmte Chemikalien aus und die helfen, dass du dich auf einmal wach, fit und glücklich fühlst. Das sind Endorphine, ja, aus Englisch. Endorphins. Ja. Yeah. Remember when God put Adam and Eve in the garden, he told them to do what? Go to sleep? What did he tell them to do? Right, they were to tend the garden. Also erinnert euch daran, als Gott Adam und Eva geschaffen hat und hat sie in den Garten gesetzt, was sollten sie tun? Hat er ihnen gesagt, geht jetzt erstmal schlafen oder was sollten sie tun? Er hat gesagt, bearbeitet den Garten. They provided themselves, but they also got much needed exercise, sunshine, and fresh air. Sie brauchten auf jeden Fall auch Bewegung, Sonnenschein und frische Luft. Very easy. I Ganz would leicht. rather garden, get the fresh food, like my lady here, than try to figure out when am I going to walk. You have to eat, so why not have a garden? Also, wie war das jetzt im Zusammenhang? Ja, das ist, wenn ich einen Garten habe, Ja. dann habe ich sowieso auch einige Übungen, aber es gibt Gedanken werden da so Beansprucht mehr, ja. ja. Weil sie besser Und be- fühlen. Right. Incorporate your exercise into what you do on a normal, regular day. Instead of driving the car, walk. Ja, das heißt, man muss es auch wirklich planen. Wir müssen wirklich auch für unsere Gesundheit die Dinge so planen, dass es für uns auch gut ist. Ja, sie sagt zum Beispiel, lasst lieber das Auto stehen und lauft kleinere Strecken. Es ist eine Frage der Entscheidung. It's a question of the Ja. decision. If Yes. you want to do it, you do it. Individual responsibility. Your decision. My wife had a question. Erst war Linek und dann kommen wir bei dir. That it give relaxing, because if you work a few hours in the garden, everybody can make the test. Tomorrow if it is dry and you work in the garden and you go and you come back, then you have to look in the mirror and then your whole face is relaxing. It is like you are 10 years younger. Dann müsste Lenneke schon ein Baby sein, so viel wie sie im Garten ist. Ich habe eine junge Frau. But it's true. When you're busy, your countenance, everything is different. You look younger. Das ist Ja. ganz klar. Wenn du viel an der frischen Luft bist, bist du besser durchblutet und du siehst einfach jünger aus und frischer. Any other questions? Noch andere Fragen? Yes, sir. What I understood of your sermon this afternoon reminds me of a famous song in the world. Always look on the bright side of life. Ta-da, ta-da, ta-da. Ja, das erinnert ihn an ein Lied, ja, immer auf der Sonnenseite des Another thing Lebens. is, in cooperation with what you mentioned about get on the move or on a bike or by In the garden. Ja. Also eine andere Sache ist über das, was du gesagt hast, auf dem, in Bewegung bleiben, auf dem Fahrrad oder im Garten. You can split it in two things. Either take an opportunity to bring yellow pages to the people, which I do many times. Aha. Also du kannst es zum Beispiel splitten. Du kannst eines machen, du kannst gelbe Blätter oder Telefonbücher zu den Leuten bringen, das macht er immer. Or colporting with Sister White books Oder du kannst or auch, other lectures. ja, du And kannst, walk and do And it. walk. du kannst laufen und kannst zum Beispiel mit Schwester White Büchern oder mit Traktaten gehen und von Tür zu Tür gehen und kannst Yeah. Kolportage Well, the machen. first thing what I do is to earn a bit of extra money. But the extra money is not the primary reason. Das to ist, be honest. er macht es, um etwas extra Geld zu verdienen, aber das ist nicht sein Hauptgrund. Primary reason is that I am in motion.
Für ihn ist das Wichtigste, dass er in Bewegung ist. and see people. I can tell you an experience this last week. It's very nice. Also das Wichtige ist ihm auch, dass er Leute trifft und er kann uns eine Erfahrung erzählen, die er letzte Woche gemacht hat. I have a little lorry with 70 books on maximum, and then take every time one off and drop it into the letterboxes. Also er hat eine kleine Box oder irgendwas. Wie viele Bücher gehen da rein? How many books? Ja, die gelbe Telefon. Also wie viel? Yellow pages. Ja, und da gehen eine bestimmte Anzahl von diesen gelben Telefonbüchern rein. And there was a lady working in the garden, Und da war eine Frau, die im Garten gearbeitet and hat. she was very brownish. Und sie war sehr braun. Ja. And when she saw me, I was just walking there. Oh, that's a nice way to get brown. Und da hat sie gesagt, oh, das ist toll, so braun zu werden, wenn du so Walking gehst. and working. Ja. Laufen und arbeiten. And all of a sudden there was a conversation Und dann kam eine Unterhaltung zustande. with her. I said, yes, it's a nice opportunity. Same counts for you. Aha. She looked very brownish, tanned. Ja, ja. Und ja, es kam ein Gespräch in Gang und er hat gesagt, ja, das ist eine gute Möglichkeit, um braun zu werden, wenn ich hier arbeite und gehe dabei. That was a start of how we can enjoy working outside, even in the rain, but in the sunshine better, of course. Und wir haben darüber. We had a conversation about health. We had a conversation about things that happen in the world, typical things. So hatten wir eine Unterhaltung über Gesundheit, über den Zustand der Welt, was für Dinge im Moment in der Welt geschehen. And in my opinion, it seemed that she agreed my standpoint from as a Seventh-day Adventist. Und wie es mir schien, hat sie das eigentlich bejaht, meinen Standpunkt als Adventist, den ich dargelegt habe. So later, when I was about 15 streets further up, Und später, als ich ungefähr 15 Straßen weiter war, I thought, dachte ich, I have this last issue of the Arch, which tells you all about the last things that happen in the world. Do you remember? ja, Wonderful book. da dachte ich habe ja noch die letzte Ausgabe von der Arche, wo viel drinsteht jetzt über die letzten Ereignisse der Welt. I was in the same street passing. I thought, stop at that address. Und als ich am nächsten Tag dieselbe Straße passiert habe, habe ich gedacht, halt, hier war ja diese Adresse. Ring the bell. Ich habe geklingelt, She was not at home. sie war nicht zu Hause. That was a pity. But instead of the yellow pages, I put the ark in the letterbox. Ja, aber anstatt das Telefonbuch habe ich diesmal die Arche in den Briefkasten geworfen. And as you turn the first page, you will see it's offered by. Und wenn du das erste Blatt aufschlägst, steht da, dieses würde dir übergeben von. I put my name, address and telephone number on Na, and wished her well. So Is it start of a love story? what the result? You guys in the love story stuff. Also er hat seine Adresse reingeschrieben und vielleicht ruft sie ja an und dann bekommen sie ein bisschen Kontakt. Und That means 3 good things in one Yeah. move. Absolutely. And you never know, it might be a love story. They're saying that because of my story of how my husband and I met. Well, long story short, neither of us were wanting to get married, but the Lord had other plans. How about that? Amen. Amen. ja, So, wir möchten natürlich alle heiraten, aber wir wissen, wie die Pläne des Herrn sind. Das müssen wir ihm ganz überlassen. Another time for that story. Any other questions? Yeah, you just said that there is sunshine in daylight, Yes. but when you reach the age of 50, the doctor says prescribe vitamin D because there is no sunlight, they say, in daylight. There is sunshine. It's not the sunshine that's the problem. It's the amount of sunshine, and typically with people who have dark skin, Aha, sie sagt, wenn man über 50 ist, dann sagt der Arzt, du musst dir Vitamin D einnehmen, weil der Sonnenschein wird irgendwie nicht mehr absorbiert. Und sie sagt, das ist besonders bei farbigen Leuten ein Problem. need more sunlight Sie brauchen mehr Sonnenschein, to make the right amount of vitamin D. damit sie genügend Vitamin D bekommen. And in winter, Im Winter
people generally don't get enough sunlight. Meistens bekommen die Menschen nicht genug Sonnenlicht. And partly because we're not outside as much. Und wir sind wahrscheinlich auch nicht genug draußen. But We there, have to wear long clothes. right, you're covered. Ja. But we have people with low vitamin D levels in the sun Aber es gibt sogar Menschen, die haben einen zu niedrigen Vitamin D-Level im Sommer, because they ride everywhere weil sie überall hinfahren or they're indoors most of the time. oder sie sind immer drinnen. And especially in the United States, sitting at a desk, Und besonders in den USA sitzen die Leute nur an ihrem Schreibtisch. exercising their pencil. Ja. Or the mouse now, ja. Computer. So we have to make a choice Wir müssen eine Wahl treffen. to get out and get the sunshine. Now, it's true particularly with women. Es ist wahr, dass besonders Frauen In winter months, in den Wintermonaten, no matter where you live, egal wo du wohnst, that your vitamin D levels may very well decrease, dass dein Vitamin D-Level sehr weit runter sinkt. no matter how old you are. Egal wie alt du bist. And for that, sometimes you need supplements. But Manchmal kann man dann Vitamine einnehmen. Das mag manchmal notwendig sein. other questions? Die Gabi. This lady and then the lady in pink. But Gabi tries 3 times. You, I said this lady. Ja. In the purple shirt. Ja, ja, okay. Ich hatte eine ganze Zeit, als ich in Homberg wohnte, die verteilt die Prophetie und Weltgeschichte. Ja. Da bin ich losgegangen, erstmal aus dem Grund, weil ich in meinem Haus sowieso nur Lärmbelästigung war und das konnte ich nicht haben. Ja. Und ich war die Bewegung gewohnt, Ja. von Fahrradfahren und alles. Und da bin ich des Morgens um 6 Uhr aus dem Haus, kam abends um 10 Uhr erst wieder und das Ja. tat mir richtig gut. Ich hatte Ja. die ganzen Pläne vom Zug Ja. und vom Bus. Ja. Ich bin in ganz Nordhessen rumgefahren, 6 Uhr aus dem Haus also und abends um 10 zurück. Den Ja. ganzen Tag bei schönen Bewegungen. Ja. Habe bei allen Städten durchgefunden, hatte alles was grün war also Landschaft, Wald und alles rot war, da waren alles Häuser. Überall musste ich hin. Und Hast du alles bearbeitet, ja? ja, und das Mit mache ich deinem, jetzt, wo ich beim Hartmut wohne, im Haus der Begegnung, auch weiter, aber da musste ich mir auch Arbeit suchen, aber habe ich solche Arbeit gesucht und habe ich genommen, wo ich mich bewegen kann, und zwar Zeitung austeilen, ja. Zeitung austragen. Ja. Da bin ich auch den ganzen Tag unterwegs, am Mittwoch und Sonntag. Ja, she's walking the whole day from the morning until the evening and bring some tractates to the people and working some places through some towns, and so she's moving a lot. Yeah. Good. Yes. Ma'am, Hello, she's leaving. No, you forget? What'd she say? no, she don't want to. I don't know. Oh, okay. Yes. Yeah, I have a question because you mentioned supplements, and I've heard that if you use supplements, your body gets used to it, and then you cannot. You actually always need them because otherwise your body has a short of it. And then the supplements have also, how do you say that? You need certain vitamins combined, otherwise they only damage you. That's that's true in one Let me part, but translate first the question. Also sie hat gefragt, sie hat gehört, dass wenn man Vitamine nimmt, dann gewöhnt sich der Körper zum Teil dran und er braucht die immer wieder. Und auch wenn man einzelne Vitamine nimmt, dann kann das eventuell dem Körper eher schaden als helfen. Man sollte sie also gesammelt nehmen. Deswegen hat sie das jetzt gefragt, ob das stimmt. Ja. sometimes you need supplements. Manchmal braucht man Ergänzungsmittel. Doesn't necessarily mean that the body will get accustomed to it Also es heißt nicht, es muss nicht unbedingt sein, dass sich der Körper daran gewöhnt. and that you'll have to take it the rest of your life. Und dass du sie dann dein ganzes Leben nehmen musst. Many times people may have to change some eating habits Oft müssen die Menschen einfach ihre Essgewohnheiten ändern and other lifestyle habits. und andere Lebensgewohnheiten. So supplements can be used, but not forever. Ja, sie können benutzt werden, aber sie sollten nicht immer benutzt werden. Depends. How do we get the supplements out of individual responsibility and health?
That's a responsibility, huh? Was empfiehlst du gegen Vitamin D-Mangel? Ja, was empfiehlst du? Yeah, What- what do you recommend for a vitamin D Mangel, shortage? A lack of vitamin D. There is a vitamin D tablet, ergocalciferol, and we'll talk about how much because it depends. And but I recommend first sunshine. Ja, also sie würde dir zuallererst empfehlen, geh viel in die Sonne, aber sie hat ein Mittel, da kann sie mit dir drüber sprechen und dir das empfehlen, ja. See, I can't give just an answer for that because it has to. I have to know what's happening with the person. Ja. Sie sagt, sie kann dir nicht einfach jetzt darauf antworten, sondern sie muss wissen, sie will mit dir sprechen, was du für Gewohnheiten, wie dein Leben ist. Das muss man individuell entscheiden. Because they may need calcium, they may need some other things that will help the vitamin D to work. Ja. Vielleicht brauchst du auch andere Dinge, die deinem Vitamin D helfen, besser zu arbeiten oder dass es besser von der Sonne aufgenommen wird. Ja. Ich wollte fragen, gibt es denn einen Unterschied? Ist man draußen oder ist man in einem Zimmer, aber der Sonne scheint rein? Oder Fenster werden das alles absorbieren oder passiert was? Du meinst hinten Glas? Ja. Hinter Glas, ja. Also, Kommt nichts durch. Yeah, so does the sunshine still work on your body if you are behind glass? Behind a window. Glass, about 90 to 95% of the kind of UV light that we need is screened out. Ja. Also Glas hindert 99,5% oder 99,9% des Sonnenlichts reinzukommen. Also wenn wir in einem Raum sitzen und sitzen direkt hinter dem sonnigen Fenster, nützt uns das überhaupt nichts. Nichts. Ja. That's why you need to be outside in the sunshine. Also du musst draußen in der Sonne sein. How many, has anybody in here had a young baby with jaundice, Hat jemand ein Baby yellowness of the skin, mit Gelbsucht? and you were told to take the clothes off and allow the baby to be in the sunshine? Und wurde euch gesagt, dass ihr die Kleider, also dass ihr das Kind ausziehen sollt und es in die Sonne legen? It's the UV light from the sun that clears up that jaundice. Es ist also das UV-Licht der Sonne, das die Gelbsucht von Babys heilt. But you can't do that if you stay behind a window. Ja, aber du kannst es nicht machen, wenn du hinter einem Fenster stehst. Nowadays, you hear much about ozone problem, and many scientists are wearing about that you have to look about not too many sunlight. So because nowadays the sunlight is very powerful. What is your meaning about that? Moment. Also heute wird sehr viel über Ozon gesprochen, dass die Ozonschicht jetzt so dünn ist und dass das Sonnenlicht gefährlich ist und wir sollen uns eben nicht mehr so viel der Sonne aussetzen und was sie darüber meint. So that means we walk early in the morning, late in the afternoon. Das heißt, dass wir früh am Morgen oder spät am Nachmittag gehen sollen, nicht direkt in der prallen Sonne, besonders im heißen Sommer eben nicht. Ja. And we don't have to be naked either. Wir müssen auch nicht nackt gehen. No, seriously. Some people go to the beach with hardly anything on. That's not necessary. Also manche denken, sie müssen an den Strand gehen und haben fast überhaupt nichts mehr an, um genug Sonne zu bekommen. Das ist nicht notwendig. If we can expose 6 square inches of skin, 6 square, wie viel ist das? Ja, das ist so ungefähr Like your two 15, backs of your 15 hands. Quadratzentimeter Haut an die Sonne. Ja, wenn- Los da. like your 2 hands together, Ja. 2 Hände, ja, zusammen. to the sun, that's enough. Aha, wenn wir das der Sonne aussetzen, ungefähr 15 Quadratzentimeter, vielleicht die Hände, die Arme, dann ist das genug. But you have to do that for at least 15 to 20 minutes Ja, aber das musst du mindestens 15 bis 20 Minuten machen, a day. am Tag. Ja, Herr Horst? Yes, sir. Wie macht sich Vitamin D-Mangel bemerkbar? How do you feel or understand that you have a lack on vitamin D? What kind of What are the symptoms symptoms, do yeah. you expect? Fatigue,
A lot of times people just don't feel good, feel tired. Du bist müde, fühlst dich nicht gut. And how can you find out? By Blood tests. blood test. Und das kannst du durch einen Bluttest, kannst du es auch, wenn du es genau wissen willst, musst du einen Bluttest machen. Because tiredness and fatigue can be a symptom of anything. Ja, weil Müdigkeit und Antriebslosigkeit kann ein Symptom für alles Mögliche sein. So you need a blood test Also wenn du es genau wissen willst, musst du einen Bluttest machen, that measures vitamin D level. um den Vitamin D-Spiegel zu prüfen. Alexandra noch? Ja. Ja, Martin. erst war Martin auch, Martin dran. also. Kann die Haut genügend Vitamin D aufnehmen, wenn sie krank ist? Oder zum Beispiel Neurodermitis? Aha. What? Yeah, when your skin has a certain illness like neurodermy or something. Neurodermitis, do you know neurodermitis? Yeah, Some children have this skin sick. Oh, We say ecchymosis? neurodermitis, we say in German. There can be cases where the vitamin D that's made is lessened, yes. But there are ways to handle that too. Most of us don't have skin problems. We have lazy problems. yeah. Also sie sagt ja, ich weiß nicht, hat sie gesagt, dass die Haut das aufnehmen kann, oder? Na, die meisten von uns haben keine Hautprobleme, aber sind zu faul, um zu gehen. Ja, ja. Ja gut, das habe ich verstanden. Aber ob die Haut Ja, das ich eben noch sage es aufnehmen eben kann bei ganz der direkt, Krankheit. was sie sagt. Weniger auf, aber es Sie hat nimmt- trotzdem in den Griff. Ja, die Haut nimmt weniger auf. Man muss es vielleicht etwas länger machen oder... What was that? Ja, wir müssen mehr spazieren. Das ist jedenfalls so, draußen gehen. Das heißt im Garten. Der Jan macht es uns vor. I don't know I what make an is- opportunity to invite him again in the garden. Okay. Is that it? Alexandra. Ja, hier die Wenn es doch Sache. Sonne also nötig ist, kann man dann Sonnencreme benutzen oder lieber Smile benutzen. Was weiß ich. Yeah. What about, Should you use some lotion, sun lotion? cream? Depends on what kind it is. Es kommt darauf an, welche Art das ist. Because there's some lotion that with the SPF 15 and all that, is that what you're talking about? That protects you from the sun? SPF 20 or whatever. If it has a lot of oil and fat in it, Also es kommt darauf an, wie die Creme ist. Wenn sehr viel Öl und Fett drin ist, it can lead to skin cancer. dann kann das zu Hautkrebs führen. Hautkrebs. I've got a lecture on that too. Ich werde Benefits of sunshine. ja, sie wird darüber eine extra Stunde halten, also die Vorteile des Sonnenscheins. Das kommt extra noch. So we have to be careful what kind we use. Also müssen wir sehr vorsichtig sein, welche Art von Cremes wir benutzen. Pure coconut oil for your skin. Then you don't have the SPF factor to protect you from too much UV light. Also wenn du jetzt anderes Öl nimmst, wie sie fragt nach Kokosöl, dann hast du eben nicht diesen Lichtschutzfaktor. Also in Sonnencremes ist ja der Lichtschutzfaktor drin. More so with light-skinned people, especially red-haired, blonde and blue-eyed folks. Manche Leute brauchen das, besonders blonde oder rothaarige Menschen mit einer sehr hellen Haut, die benötigen manchmal Sonnencremes. Aber man muss gucken, was es eben für eine Sorte ist. Alright. Are we done? Are there more questions or there's one Was more? kann man machen bei Knochenschwund, wenn das jemand hat? Knochenschwund, Osteoporose, ja? Ja. She asked by Osteoporosis. osteoporosis. What can you do if you have osteoporose? One of the primary things that we have people do, and you guys are going to think I'm just kidding, is work in the garden. Use those long bones. Das, was sie empfiehlt, du musst deine Knochen benutzen. Das heißt, arbeite im Garten. Das empfiehlt sie ganz stark bei. It helps to remodel the bone. Wenn du viel, die Knochen müssen in Bewegung bleiben und das hilft, dass sie wieder gestärkt werden. And Ja. and some people may need vitamin D and calcium and some other things to help with that. Und manche Menschen müssen Vitamin D und weiß nicht, was sie noch, und andere Stoffe, eventuell Calcium nehmen, damit, um das noch zu unterstützen. Once again, you can't just give a One- cookie cutter answer. Ja. Sie kann nicht einfach eine 0815 Antwort geben, da musst du das machen, da musst du das machen.
Das hängt immer von der persönlichen Situation ab. I have to know what's happening with a particular individual. Ja, sie muss genau wissen, wie lebst du und was ist mit dir passiert und wie sind deine Lebensumstände und deine Gewohnheiten. Yeah, because there may be some other things that are going on in the body too. There is a question that might be the last one. in einem Seminar, dass er eben sehr gute Erfahrungen hat mit 2 Tassen Sojamilch am Tag und das ein Vierteljahr lang baut den Knochen wieder auf. Also, Somebody recommended that if you drink 2 glasses of soy milk per day during 3 months, it would help the osteoporosis. Maybe. Yeah. Once again, That's it individual. might not. du sagst, Dr. Veit hat das gesagt? Ja. Dr. Veit has said it. What? Walter Veit, do you know him? He has said it. Walter Veit. Walter Yes, Veit. Yeah, but still, if you don't know what's going on in that person, Ja. then soy milk may not be all of the answer. Ja, ja. Also sie sagt, wenn du nicht weißt, wie es der Person individuell geht, dann kann auch Sojamilch nicht die einzige Antwort sein. Das ist nicht das Allheilmittel, wenn du jetzt immer Sojamilch trinkst, dass du davor ganz... Er hat sehr gute Erfahrungen. Ja, he has made good experience with it. Well, that's fine. I'm Yeah. just saying Das that ist may gut, not ja, do ja. it for everybody. Ja, That's ja. right. Okay.